Grüß Gott, hallo. Ja, herzlich willkommen zum GeoD 2025. SEO ist Geo, auch gut. Ja, es ist das Gleiche. Nur zum Hinweis gleich, die Konferenz der Erdkundeprofessoren ist gegenüber im anderen Gebäude. Wenn bis jetzt keiner aufgestanden ist, dann wissen wir, dass alle richtig sind. Ja? Auch dementsprechend vielleicht gleich die Frage, wer von Ihnen betreibt denn schon bereits professionell Geo? Damit meine ich mit Agentur und mit Meetings und mit Reportings und so weiter. Bitte die Hand hoch. 1, 2, 3. Nicht so viel. Wer von Ihnen betreibt professionelles SEO? Das sind deutlich mehr und die gute Nachricht, und das ist das, was Sie heute mitnehmen können, Sie sind bereits auf dem richtigen Weg. Weil SEO ist Geo. Und um uns einzustimmen auf den Nachmittag, darf ich gleich den CEO und unseren Geschäftsführer von der Slopelift zu mir mitnehmen, Herrn Konstantin Kasapis. Flo, ich meinte nicht, dass das falsch ist, sondern ich meinte nur, dass da es gewackelt hat etwas. Ja, es gab einen kleinen Wackler. Hört man mich ganz gut? Ja, mit dem freien Mikrofon ist das immer schwierig. Okay, willkommen. Ich will mit einer kleinen Geschichte anfangen. Die mich kennen, wissen, dass ich mal gerne Geschichten erzähle, ja, was mir passiert. Ich bin immer sehr aufmerksam. Und zwar habe ich mir selbst eine Bildungsreise gegönnt und bin mit der WKO nach Boston gefahren, ans MIT, um dort die Zukunft der künstlichen Intelligenz kennenzulernen. Da war die AI-Konferenz in Boston. Ja? Und natürlich habe ich eine Einkaufsliste gehabt für meine Kinder, hier die Basketballschuhe, die Sachen, Amerika. Und dann steige ich in die U-Bahn ein und dann liegt das Wall Street Journal. Ja, und es liegt so da und lacht mich an. Genau passend zum Thema heute. Ich habe es dann mitgenommen. Ja, es lag ja dort auf der Zeitung. Und zwar die Überschrift lautet: I quit search and I have no regrets. Also sie hat aufgehört zu suchen. Ja, sucht nicht mehr in Google, sondern verwendet nur noch ChatGPT. Die Dame hier, also die, wie heißt die Autorin nochmal? Wir haben es dann die Frau Stern. Ja? Und ich habe das mitgebracht, weil ich es sehr passend finde. Also wie hat sie gesagt, sie quit search and I have no regrets, weil sie einfach alle ihre Antworten sozusagen von ChatGPT oder Perplexity, sie schreibt dann hier alle Cloud Gemini 2.0 bekommt. Genau. Und der Punkt ist der, die Frau Stern ist nicht mehr alleine. Ja? Weil ich habe brandneu von letzter Woche Zahlen vom Handelsblatt. Ja? Und das geht hier um den Suchtraffic, also um den Traffic, der kommt von den Webseiten auf die Webseiten kommt, über Google. Und man sieht brutal den Einbruch hier im Februar. Ja, in Amerika natürlich stärker als bei uns. Und das erholt sich auch wieder, weil Google will natürlich nicht, dass es nur ist. Aber wir nähern uns dem Thema an. Also SEO ist ja nichts anderes als das Darstellen einer Webseite oder Hochranken in einem Suchergebnis. Ja, bloß wenn keiner mehr dann drauf klickt, hilft mir das auch alles nichts mehr. Und das ist ja die große Challenge. Ja? Genau, also eine neue Ära hat begonnen. ChatGPT ist ja auch nicht blöde und bewegt sich auch von letzter Woche, brandneue News, in die andere Richtung. Also hier ist zum Beispiel ein Retailer anwesend für Sportsachen, ja, Fahrräder. Und theoretisch kannst du dann in Amerika, jedenfalls im Moment, in ChatGPT mit dem reden, welches Fahrrad ist das Richtige für mein Kind, welche Zollgröße brauche ich, rauf und runter. Und dann kommt halt drauf, ich soll ein WUM-Fahrrad kaufen, weil das ideal für Kinder ist als Beispiel. Und dann kann ich es gleich kaufen in ChatGPT. Besuche aber niemals die Seite unseres Händlers. Auch nicht so cool, ja. Vielleicht mache ich den Umsatz dort, aber es kann auch sein, dass ich bei einer Konkurrenz mache. Also, genau, also das SEO, sozusagen die Suchergebnislistung für die besten Kinderfahrräder, die Suchanfrage ist sozusagen tot. Also SEO ist mal wieder tot, ja, es gibt kein SEO mehr. So, wir sagen natürlich heute, es ist auch klar, es ist auch unser Job und ich weiß auch, dass die Damen es bei mir in der SEO-Abteilung super gut machen, aber das erzählen sie gleich selber. Wir glauben nicht ganz, dass es tot ist, um den Spoiler sozusagen zu machen, sondern wir stehen an der Schwelle zum Geo sozusagen. Genau. Ja, nochmal kurz ein Beispiel hier. Ja, ganz klassisch dieses Suchergebnis, Sie kennen es jetzt mittlerweile alle. In dem Fall hat das Google selber nicht gewusst, was Geo ist, sondern hat den Witz vom Herrn Fischer noch aufgenommen, deswegen hat der Flo den tollen Witz gemacht. Gestern hatte ich auch gehört mit einem Kunden,
der Kunde will wissen, wo Madagaskar liegt. Hahaha. Nein, also wir reden von Optimierungen. Was steckt jetzt wirklich hinter Geo? Also, wir bewegen uns von klassischen Suchmaschinen hin zu AI-Suchen, von Keyword hin zu Prompts, ja, weil die Prompts sind länger. Ja, also wie gesagt, ich frage nicht WUM Kinderfahrrad oder Kinderfahrrad 18 Zoll, sondern ich frage, welches Fahrrad ist richtig für meinen Sohn, der ist 6 Jahre alt, ist 1,80 groß, oh, na gut, groß, sorry, 1,50 groß, 1,40 groß, bla 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 und ist so schwer und du möchtest ein Fahrrad fahren oder kann gut fahren oder nicht. Und dann gibt es natürlich weg von Rankings und Klicks, also den Rankings auf der Suche hin zu Mentions und Citations, also wenn das eben sozusagen aufgeführt wird. Also es geht nicht nur darum, in den Suchergebnissen aufzutauchen mehr, sondern man muss Teil der Unterhaltung werden, der Konversation. Also die Dame fragt ja auch hier Sachen, verschiedenste Beispiele, welcher 3D-Drucker ist der beste in ihrem Beispiel, fragt sie, um dann die Antworten zu bekommen. Genau, also die Spielregeln ändern sich sozusagen. So, und wie das geht, erfahrt ihr heute, aber nicht von mir, weil ich bin nicht der Experte, sondern nur der Geschäftsführer. Ja, und der SEO-Mitarbeiter ehrenhalber, jetzt vielleicht mal der Geo-Mitarbeiter ehrenhalber, ja, sondern von unserem super Line-Up. Genau, also Christian wird ein bisschen was zum Live-Thema machen, weil er kann relativ schnell in Geo-Ergebnisse reinkommen. Ja. Unsere Freunde von Otterly haben ein Tool, wo man das messen kann, weil das ist jetzt plötzlich auch alles ganz anders. Ja, weil das Messen ist jetzt auch eine ganz schwere Sache. Ja, die Nadi wird einen super Case von uns präsentieren und dann, Grande Finale, kommt Google und macht nochmal das ganze Picture, wie es groß ist. Also wie gesagt, vom Aktienkurs her müssen sie es ja richtig machen. Ja, also war ja sehr gut. Also ich glaube auch fest dran, dass ihr es richtig macht. Genau, also viel Spaß. Christian, kommst auf die Bühne. Flo. Dankeschön. Ja, ich habe ganz vergessen, mein Name ist Florian Fischer und ich werde heute ein bisschen durchleiten. Das habe ich, das ist das Wichtigste quasi, habe ich vergessen. Für mich, Entschuldigung, ich habe die falsche Richtung, weil jetzt kommt nämlich Christian Feichtner. Ja, wo ist er? Kann auch schon zu uns nach vorne kommen. Genau. Bevor ich kurz umstecke, muss ich nur ganz kurz, grüß Gott, nochmal von meiner Seite aus, zu dem, was der Konstantin gesagt hat, SEO ist tot, ne? Wenn ich jedes Mal einen Euro kriegen würde, wo ich das höre, dann hätte ich jetzt schon verdammt viel Geld. Und, okay, danke. Muss ich jetzt natürlich dann auch beweisen, dass das tatsächlich das SEO nicht tot ist und dass man damit auch weiterhin viel Traffic bekommen kann. Ich muss nur kurz umstecken. Und gleich zum Einstieg, wie gesagt, KI in der Suche und KI in den Suchergebnissen. Man sieht es da bei mir, das ist meine kleine Spielwiesen-Website, das ist ein Reisefotoblog, jetzt mit gerade mal 20.000 Besucher im Monat, das ist nicht viel, aber es reicht, dass man ein bisschen was herzeigen kann. Und man sieht da, dass Anfang des Jahres die Impressionen zwar gleich geblieben sind, aber der Traffic nach unten gegangen ist. Und das war aufgrund meiner Analysen ganz klar KI in der Suche, die KI-Übersichten, wie sie angezeigt werden. Ja, jetzt kann man zwei Dinge machen. Man kann sich beschweren darüber oder man kann einfach was dagegen tun. Ich entscheide mich immer für das etwas dagegen tun und wenn wir uns jetzt hier den Zeitraum der letzten 6 Monate genauer ansehen, dann sieht man sehr schön, dass ich mir diesen Traffic wieder zurückgeholt habe und sogar ein bisschen mehr als davor. Und da sieht man dann auch zum Thema Messbarkeit, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei den KI-Übersichten, dass man sich ansieht, wo scheint man auf, wie scheint man auf. Habe ich nur als einfaches Beispiel Ahrefs mitgenommen von meiner Website. Man sieht, dass Ahrefs für meine Website 7.800 Suchanfragen kennt. Und wenn ich jetzt hier als Filter einstelle, als SERP-Feature, KI-Übersichten und den Filter, Entschuldigung, SERP-Features, AI-Overview und dann auf Apply, dann sieht man, dass meine Website, das sind dann circa 1000 und ein bisschen was angezeigt werden sollte. 1804 Keywords, also für 1804 Suchanfragen scheint meine Website in den KI-Übersichten auf. Das sind fast 25%. Und da ist es eben wichtig, dass man sich ansieht, für was scheine ich auf, für welche Suchanfragen, aber da wird dann auch der Thomas von Otterly noch einiges dazu haben.
Und ich habe mich auch, wie die KI-Übersichten gekommen sind, sehr intensiv mit ihnen beschäftigt. Und das eine Problem, was ich eben gesehen habe, abgesehen von Ahrefs oder SEMrush und den ganzen Tools, gibt es sehr wenig, wo man seinen Erfolg in den KI-Übersichten messen kann. Es gibt in der Search-Konsole nichts, wo man sehen kann, was dezidiert von den KI-Übersichten kommt. Es gibt keine Perplexity Webmaster Tools, es gibt keine ChatGPT Webmaster Tools oder sonst irgendetwas. Man ist also relativ im Blindflug unterwegs, aber wie gesagt, da dann von Thomas von Otterli noch mehr Infos dazu. Was mir aber auch zum Beispiel aufgefallen ist, was man berücksichtigen muss, ist, dass die KI-Übersichten in der Google-Suche personalisiert sind und auch von den Interaktionen abhängen. Ich habe da einige Tests zum Beispiel gefahren, indem ich mir angesehen habe für eine Seite, wenn ich da verschiedene Suchanfragen eingebe und nicht mit den KI-Übersichten interagiere, man sieht das da an den Screenshots, beim 5. Mal wandern die KI-Übersichten auf einmal auf die Position 2 runter. Also bitte ganz wichtig, nicht Google rankt meine Website höher, sondern rankt die KI-Übersichten etwas nach unten. Vermutlich, weil keine Interaktion stattgefunden hat. Und da habe ich auch die Hypothese, dass das in Zukunft weiterhin noch bei einigen passieren wird, wenn man zum Beispiel sieht, dass gewisse Suchanfragen keine Interaktionen mit KI-Übersichten haben. Wenn man dann messen möchte, wie viel Traffic man von den KI-Übersichten auf seine eigene Website bekommt, kann man das machen, indem man zum Beispiel in Google Analytics 4 eine eigene benutzerdefinierte Channel-Gruppierung anlegt, hat aber das Problem, dass ich damit nur den Traffic sehe, der von Chatbots kommt, nicht direkt von den KI-Übersichten. Aber wenn man hier bei mir am markierten Bereich sieht, das Niveau ist zwar absolut gesehen noch sehr niedrig, hat aber die höchste Conversion Rate. Und das ist auch genau das, was man von Google immer wieder hört. Also ich kann das von meiner Website aus bestätigen. Es sind jetzt zwar nur, wie gesagt, Affiliate-Link-Klicks, aber es ist ein qualitativer Traffic, den man auf seiner Website bekommt. Also das ist vielleicht das Erste, was ich Ihnen mitgeben möchte, nicht mehr so sehr auf die Quantität zu schauen, sondern auch wirklich auf die Qualität des Traffics. Und nachdem ich einen Reisefotoblog betreibe, habe ich mir da 7 Strategien herausgesucht, die ich Ihnen heute mitgeben möchte, wie man es schaffen kann, in KI-Übersichten aufzuscheinen oder von einer KI genannt werden. Und wenn man das in ein Wort fasst, ist das quasi die semantische Suche. Und der erste ganz wichtige Aspekt ist, nennen Sie die Dinge, über die Sie schreiben, beim Namen. Ich bekomme immer wieder Texte zu lesen, die sehr schön geistig formuliert sind. Aber wenn ich einen Reisebericht schreibe über Dublin, wenn wir gerade vorhin geredet haben, da gibt es diese wunderschöne Bibliothek. Das ist nicht the most beautiful library in Dublin, das ist nicht the most impressive library in Dublin, das ist nicht the library in Dublin. Das hat einen Namen und dieser Name ist eine Entität. Und die Entität heißt Old Library und die muss ich verwenden. Oder alternativ kann ich auch zum Beispiel verwenden Long Room Trinity College Dublin. Und zwar genau so. Nicht das Dublin weglassen, weil das Trinity College ist nämlich in Cambridge. Also wirklich den Namen der Entität zu verwenden und den auch in den Texten zu nutzen. Und zwar auch immer wieder in Hauptsätzen, nicht in Gliedsätzen, wie ich es oft so gern lese. Also ich schreibe nicht, the most beautiful library is the old library in Dublin, sondern ich schreibe, the old library at the Trinity College in Dublin is the most beautiful library I have ever seen. Im Hauptsatz verwenden die Entitäten und sie immer wieder im Text nutzen und vor allem auch bitte einfach schreiben. Ich habe einmal gelesen von einem KI-Forscher, mit einer KI muss man reden wie mit einem 15- bis 17-jährigen Menschen. Einfach schreiben, keine komplizierten Sätze zu verwenden, sondern wirklich ganz einfache Formulierungen. Der zweite wichtige Punkt ist ein Hyperfokus, wie ich es nenne, auf den sogenannten Mikrointent und damit die Beantwortung der Suchanfrage. Wir kennen das vielleicht alle von früheren Zeiten, da hat man sehr viel Text geschrieben, nur dass halt das Keyword nur 27 Mal vorkommt. Das bitte weglassen. Wenn ich einen Reisebericht schreibe über meinen Besuch in der Geisterstadt Rhyolite in Nevada und der Text lautet die besten Fotospots dort, dann geht es genau nur um das. Da geht es um die Fotospots in der Geisterstadt Rhyolite. Es geht auch zum Beispiel darum, worauf ich aufpassen muss beim Fotografieren. Nämlich, dass es dort Klapperschlangen gibt, dass es bis zu 55 Grad heiß sein kann und kein Mobilfunk empfangen. Schlechte Kombi. Das heißt, solche Tipps zu geben und dann auch wirklich die Frage zu beantworten, was sind die besten Fotospots?
Es geht in diesem Artikel dann nicht um die Geschichte der Geisterstadt, es geht nicht, wo ist die Geisterstadt, es geht nicht darum, wie komme ich hin, welche Restaurants oder Hotels gibt es da in der Nähe. Wirklich ein Hyperfokus auf die Beantwortung der Suchanfrage. Und das Ganze, was man früher rundherum geschrieben hat, weglassen. Der nächste Punkt ist, und das erfordert, dass man seine Zielgruppe kennt. Ich sage immer, jede Suchanfrage oder jeder Prompt, den jemand in eine Maschine eingibt, das kann eine Suchmaschine oder ChatGPT sein, ist die explizite Frage. Aber jede explizite Frage hat ein oder mehrere implizite Fragen. Und wenn ich einen Reisebericht schreibe über meinen Roadtrip in Irland und der heißt die schönsten Fotospots in Irland, dann ist das die explizite Frage und die implizite Frage ist, wo sind denn die? Wie komme ich hin? Was kostet der Eintritt? Wie kann ich dort parken? Wann sind die wenigsten Touristen dort? Was für Fotoequipment brauche ich dort? Das sind die impliziten Fragen, die ich beantworte, aber genau diese und nicht wieder irgendwas rundherum schreiben, so wie ich es im letzten Punkt gesagt habe. Auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, glaube ich, dass man aussagekräftige Überschriften in seinen Texten verwendet. Eine Überschrift sollte eine Zusammenfassung des Textes sein, oder wenn es eine Überschrift von einem Unterkapitel ist, eine Zusammenfassung des Unterkapitels. Das ist keine Teaser-Überschrift oder eine Clickbait-Überschrift. Das ist für das Chunking, das Passage-Ranking und alles, was da damit zusammenspielt, extrem wichtig. Aussagekräftige Überschriften verwenden. Das heißt wiederum, wenn ich zum Beispiel über meinen Roadtrip in Island schreibe, dann heißt es, die 10 schönsten Fotospots in Island. Und nicht die 10 schönsten Plätze für nachhaltige Erinnerungen in der rauesten Natur Europas. Das kann nämlich alles bedeuten. Also verwenden Sie aussagekräftige Überschriften. Ein weiterer Punkt ist das Content-Format. Je nachdem, wo sich Besucher und Besucherinnen in ihrer Website befinden, in ihrer Customer Journey, brauche ich ein anderes Content-Format. Und dieses Content-Format sollte man einmal wählen und dabei bleiben. Wenn ich einen Blogpost zum Beispiel schreibe und die besten Camera-Apps für ein Smartphone vorstelle, weil ich fotografiere nur mit einem Smartphone, dann ist das ein Übersichtsartikel. Ich schreibe dann nicht in diesem Artikel ein Review für jede Camera-App. Also Übersichtsartikel, 3 Vorteile, 3 Nachteile, warum nehme ich diese Camera-App, warum empfehle ich sie und ich verlinke dann auf die entsprechende Camera-App und einen vollständigen Review-Artikel. Also ein Content-Format wählen und unbedingt dabei bleiben. Ebenfalls aus meiner Sicht, und da habe ich auch viel getestet, ganz wichtig ist, wie man seinen Content strukturiert. Und zwar, da empfehle ich, den Content nach dem Bluff-Prinzip zu strukturieren. Bluff steht für Bottom Line Upfront oder wie man es im Deutschen sagt, die umgekehrte Pyramide. Das heißt, ich beantworte eine Frage oder einen Prompt, den jemand eingegeben hat, im Text möglichst weit oben. Ich baue also meinen Text so auf, dass ich eine kurze Einleitung habe. Kein Storytelling, kurze Einleitungen, in denen ich im Wesentlichen 3 Fragen beantworte, nämlich worum geht's, warum ist es wichtig und was weißt du, lieber Leser oder liebe Leserin, nachher, wenn du diesen Text gelesen hast. Da reichen 3 bis 5 Sätze. Ich kriege immer wieder Texte zum Lesen, wo die ersten 1000 Wörter Storytelling und Scene-Setting und was der Henker noch was alles ist. Das bitte weglassen. Da gibt es auch schon Studien von der Universität Stanford, dass KI-Systeme am sogenannten Primacy Bias leiden. Das heißt, das, was am Anfang und am Ende steht, wird als etwas höher relevant angenommen. Dann kommt ein ganz kurzes Kapitel über Must Know, das heißt, alles, was man wissen muss, um die Beantwortung der Frage zu verstehen. Das können Annahmen sein, kurze Hintergrundinfos, alles, was halt wirklich wichtig ist. Aber Botschaft liegt hier auf kurz. Dann kommt die Beantwortung der Suchanfrage. Und da kann ich dann ausführlich werden. Da beantworte ich die impliziten Suchanfragen, die ich vorhin erwähnt habe und gehe dann dort wirklich so weit ins Detail, aber bleibe beim Thema und habe meinen Fokus. Dann kommt ein kleines Kapitel mit Nice to Know, das sind Zusatzinformationen. Da kann ich zum Beispiel 2 oder 3 Sätze über die Geschichte der Geisterstadt Rhyolite schreiben, wenn wir beim vorherigen Beispiel bleiben. Und dann kommt nur mehr Zusammenfassung, wo ich das Ganze, was ich geschrieben habe, im Text nur mehr in 3 bis 5 Sätzen zusammenfasse. Und dieses Content-Format hilft extrem, dass man auch zum Beispiel von KIs genannt wird und dass man in den KI-Übersichten aufscheinen kann. Und der letzte ganz wichtiger Punkt ist, schreiben Sie über Dinge, über die andere nicht schreiben. Google nennt
Das Gegenteil davon, Commodity Content. Sie werden nicht besser ranken, weil sie dasselbe, über das 1000 andere schon geschrieben haben, nur in anderen Worten schreiben. Und das Keyword vielleicht 1% häufiger reinstopfen. Die Zeiten sind vorbei. Schreiben Sie über Dinge, über die andere nicht schreiben. Damit habe ich geschafft, in eine sehr umkämpfte KI-Übersicht reinzukommen, wo es um die Camera-Apps fürs Smartphone geht, wo eine App drinnen ist, über die sonst kein anderer schreibt. Sie ist drinnen und meine Website wird als Referenz dafür genannt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich ist auch das, was Google immer sagt, eigene Ansichten, eigene Meinungen, eigene Erfahrungen hineinbringen. Und als kleiner Bonustipp, schreiben Sie ich empfehle, ich habe. Nicht du solltest, du musst, du hast. Schreiben Sie es wirklich rein, dass Sie es gemacht haben, getestet haben und probiert haben. Das heißt, wenn man diese Punkte jetzt kurz zusammenfasst, sind das im Wesentlichen 3 Dinge, auf die man achten sollte. Nämlich, dass man eine Suchanfrage, die Menschen eingegeben haben, entweder als Prompt oder auch direkt irgendwo in einem Suchfeld, dass man diese Frage so beantwortet, dass es eine Maschine versteht, und zwar inhaltlich, indem man beim Thema bleibt, indem man Entitäten nutzt, indem man einfache Formulierungen verwendet. Dann sollte die Maschine natürlich die Antwort als relevant einstufen können, weil sie eben hochfokussiert ist, sehr umfangreich ist, weil sie Aspekte behandelt, die vielleicht andere nicht behandeln. Und schließlich, dass Menschen aufgrund der Antwort, die Sie ihnen gegeben haben, eine Entscheidung treffen können. Entweder für irgendwas oder gegen irgendwas. Ist jetzt irrelevant. Aber dass Menschen eine Entscheidung treffen können. Und ich glaube, diese Punkte sind jetzt nicht erst wichtig, seitdem es ChatGPT gibt, weil das ist die semantische Suche, das ist seit ungefähr 2015 und dem Hummingbird-Update wichtig. Aber wie gesagt, früher war es wichtig und jetzt im KI-Zeitalter ist es essentiell. Dankeschön. Lieber Christian, herzlichen Dank, das war sehr spannend. Wenn dann umgesteckt ist, könnte man sagen, heißt das jetzt prägnantere Texte und ich spare mir den ganzen Rest? Oder? Ja, also wirklich prägnantere Texte und vor allem wirklich Fragen beantworten. Ich vergleiche das immer so ganz gern mit der realen Welt, wenn ich in einen Supermarkt gehe und die Mitarbeitenden dort frage, wo ist denn bitte das Mineralwasser? Dann will ich keine Erklärung, was Mineralwasser ist. Ich brauche nicht die Lebensgeschichte von dem Verkäufer oder der Verkäuferin oder dem Supermarkt, sondern die richtige Antwort lautet, 3. Gang links hinten. Und genau das muss man, glaube ich, auch im KI-Zeitalter bei Texten machen, wirklich sich die Frage zu überlegen, die ganzen Intents und dann die Frage kurz, prägnant, aber so umfangreich wie möglich wie nötig zu beantworten. Mhm. Gibt es vielleicht doch Fragen dann aus dem Publikum? Bitte schön. In Blogbeiträgen zum Beispiel eine FAQ-Section einzubauen? Wenn diese FAQ-Section zu diesen impliziten Fragen gehört, die ich vorhin erwähnt habe, dann ja. Also zum Beispiel, worauf muss ich achten, wenn ich in der Geisterstadt Riolite bin? Wie gesagt, Klapperschlangen, 55 Grad und kein Mobilfunk. Das sollte man wissen. Und da kann man es definitiv einbauen. Ich würde aber nicht mehr wie früher jetzt 97 FAQ-Fragen einbauen, sondern die 3 bis 5 wichtigsten. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Falls es jetzt keine gibt, dann vielleicht, wenn noch welche auftauchen, später in der Pause ist genug dann Zeit noch, sich mit Christian direkt auszutauschen. Herzlichen Dank. Danke fürs Erste. Und wir machen diesen Event heute ja nicht alleine mit unseren guten und lieben Kollegen von der Firma Otterli, die sich hier auch als Partner am Tag beteiligen. Kommt jetzt zu uns der Thomas Peham, bitte. Hallo. Hallo auch von meiner Seite. Freut mich, dass so viele heute hier sind, Sie mit dem Thema SEO, GEO, ist es das Gleiche, was ist anders, beschäftigen. Also freut mich echt. Bevor wir loslegen, ich glaube, ich bin der letzte Vortrag vor der Kaffeepause, tut mir leid. Aber vielleicht eine kurze Aktivierung, ihr sitzt alle schon eine Stunde, steht kurz auf, das ist ein Networking-Event. Dreht euch um, sagt Hallo zum Nachbarn, zur Nachbarin, stellt euch ganz kurz vor. Es geht ja auch darum, auf solchen Events neue Menschen kennenzulernen und sich auszutauschen.
Wenn man sie kurz vorgestellt hat, darf man sie auch wieder niedersitzen und dann starten wir rein in das Thema. Wir schauen uns heute an, oder ich schaue mir mit euch gemeinsam das Thema an, the State of ChatGPT. Wer gewinnt, wer verliert in diesem AI-Search-Game? Warum darf ich heute als Thomas zu euch sprechen? Vielleicht kurz zu mir. Bin CEO und Mitgründer der Firma Otterly AI. Otterly AI beschäftigt sich eben mit dem Thema AI Search Monitoring, also dem Thema AI-Suchmaschinenoptimierung. Viele nennen es heutzutage GEO. Was das genau bedeutet, schauen wir uns dann auch gleich an. Ja, wir werden als Softwareprodukt für über 10.000 Marketing-Teams mittlerweile eingesetzt und sind auch stolzer Partner von Slopelift. Und genau, dementsprechend freut es mich heute hier bei euch sein zu dürfen. State of ChatGPT, worum geht es da eigentlich? Was ich heute mitgebracht habe, sind viele Einblicke und Datenpunkte. Wir haben nämlich im September, also vor circa 2 Wochen, über 1 Million Webseiten analysiert. Wir haben uns angeschaut, wer ist sichtbar, welche Webseiten sind sichtbar, welche Webseiten werden zitiert, wer wird aber auch nicht zitiert. Wir haben ja eingangs schon die Rolle vom Content gehört und wie wichtig es ist, guten Content auf der eigenen Website zu machen, mit dem primären Ziel, auch entsprechend zitiert zu werden von ChatGPT. Ja, also wir schauen uns da gleich ein paar Datenpunkte an. Bevor wir das machen, nochmal kurz rausgezoomt, warum reden wir denn heute überhaupt über ChatGPT? Warum beschäftigt uns alle das als Marketing-Teams, als Marken, als Unternehmen? ChatGPT ist mittlerweile die 5 meistgenutzte Webseite gemäß SimilarWeb auf der Welt. Ich empfehle auch, ich glaube, ihr bekommt die Folien im Nachgang, einen Blick auf die kürzlich veröffentlichte Studie, die in Partnerschaft mit OpenAI gemacht wurde, sich anzuschauen, wo man auch wirklich reinschauen kann, wie ChatGPT genutzt wird von uns als Konsumenten. Ja, wenn wir uns das anschauen, wie das im Vergleich zu Google und Co. so ausschaut, ihr seht hier auf der linken Seite die Anzahl der täglichen Search Queries pro Tag weltweit. Natürlich ist der Google nach wie vor Number One im Internet, aber ChatGPT ist durchaus beachtlich am Wachsen, wie wir eben auch links in der Anzahl der User-Statistiken sehen, mit über 2,5 Milliarden Suchanfragen jeden einzelnen Tag. Es gibt neben ChatGPT viele andere, wir nennen es KI-Suchmaschinen, vielleicht nutzt ihr auch Grok, DeepSeek, Claude oder andere Tools. Man muss aber ganz ehrlich sagen, wenn man sich so die Zahl hier links anschaut, dass wahrscheinlich neben Google ChatGPT so die mit Abstand wichtigste KI-Suchmaschine ist, die für unseren Geschäftserfolg, für unseren Marketingerfolg sehr ausschlaggebend ist. Wenn man sich in SimilarWeb das Ganze für Österreich anschaut, sieht man auch hier, dass ChatGPT in Österreich vor kurzem die Krone.at überholt hat und die 6. meistgenutzte Webseite ist in Österreich. Genau, also am Ende des Tages, wir haben sie auch schon gehört, Suchmaschinen sind im Wandel, sind fundamental im Wandel und als Konsumenten nutzen wir halt nicht nur mehr Google. Also das klassische Geschäftsmodell ist ja, ich als nutze Google, finde so Webseiten. So bewege ich mich im Internet. Ich würde mal behaupten, im Jahr 2025 schaut die Welt in vielen Branchen, in vielen Zielgruppen dann eher so aus. Ich nutze vielleicht Google, ich nutze ChatGPT, ich nutze Perplexity und was es da sonst noch so gibt. Jetzt fragt man sich natürlich als Unternehmen, welche Auswirkungen hat das? Was kommt denn da rum von ChatGPT? Was ich meistens dann höre und sehe in vielen Web-Analytics-Accounts ist ungefähr dieser Chart. Wenn ihr in Web Analytics, in Google Analytics und Co. selber reinschaut bei euren Webseiten, vielleicht geht es euch ähnlich. Circa 1% vom Gesamttraffic, manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger, kommt aktuell von ChatGPT. Jetzt kann man sagen, das ist jetzt eigentlich nur ein sehr kleiner Teil des Gesamttraffics, der auf unsere Webseite kommt. Warum soll ich mit dem Thema überhaupt widmen? Warum soll das wichtig sein? Was ich dann immer im zweiten Schritt höre und auch nachfrage ist, naja, aber was hört ihr von euren Kunden? Wenn ihr jetzt eure Kunden direkt fragt, also man kennt vielleicht dieses klassische Where did you hear about us Formular auf der Webseite, in den Lead-Gen-Formularen, dann höre ich je nach Branche Aussagen wie, naja, ca. 10% aller neuen Leads kommen von ChatGPT mittlerweile. In manchen Bereichen, wir arbeiten auch mit Universitäten zusammen, da ist es noch viel mehr.
Viele Studenten, also da sind wir nicht bei 10%, sondern eher bei 20, 25% oder noch mehr. Aber ja, Empfehlung Nummer 1, die ich heute für euch mitbringe, ist, fragt eure Kunden, versteht die Konsumenten-Journey besser, was denn genutzt wird und wie sie denn zu euren Webseiten, zu euren Marken gelangen. Weil eben Attribution ein relativ schwieriges Thema ist. Anders formuliert, wir klicken halt viel weniger auf die kleinen Links, die es bei ChatGPT gibt. Das ist einfach nicht Teil unserer User Journey. Reden wir kurz über diese User Journey von ChatGPT und wie sich das für unsere Marketing-KPIs auswirkt. Wenn man sich jetzt dieses klassische ChatGPT-Interface anschaut, ich habe da jetzt einfach mal eingegeben, was ist das beste vegetarische Restaurant in Wien, dann gibt es im Grunde jetzt einmal zwei. Ich bin jetzt kein Techniker, ich versuche auch jetzt auch nicht technisch ChatGPT zu erklären, aber gibt es jetzt einmal zwei Grunddinge, die man verstehen muss. ChatGPT kann auf zwei Dinge zugreifen. Grundsätzlich gibt es verschiedenste LLM-Modelle von OpenAI, egal ob das jetzt GPT-5 ist, 4o, was es da alles gibt. Als Nutzer kann ich das, wenn ich einen Paid-Plan habe, auch selber bestimmen, auswählen. Wenn ich ChatGPT.com im nicht eingeloggten Zustand nutze, entscheidet im Grunde OpenAI das für mich, dann ist es aktuell das 4o Mini-Modell. Dieses LLM-Knowledge basiert im Grunde auf den Trainingsdaten, die OpenAI genutzt hat, um die Modelle zu trainieren. OpenAI sagt nicht relativ viel dazu, aber man weiß aus verschiedensten Bereichen, dass dieses LLM-Knowledge auf Basis eines Webcrawls basiert, gewisse Book-Libraries genutzt werden. Also ja, wen das interessiert, kann ich da gerne einen Link zuschicken. Das ist einmal der Teilbereich 1, das LLM-Knowledge. Aber, weil ich vielleicht frage, wie ist denn heute das Wetter in Wien, ChatGPT kann das nicht beantworten mit dem LLM-Knowledge, weil LLMs haben ein Knowledge-Cut-off-Date, basieren nur auf einem gewissen Zeitpunkt. Das heißt, wenn es eben tagesaktuelle Informationen bedarf oder, anders formuliert, ChatGPT glaubt, dass diese Websuche, dieser Intent eine Realtime-Suche erfordert, dann nutzt ChatGPT eben diese Web-Search. Ihr habt es sicher schon gesehen, dann wird eben dieser Web-Search gestartet. Wenn dieser Web-Search gestartet wird, und ich setze das jetzt auch an meinem Beispiel, dann beantwortet ChatGPT meine Frage relativ schön. Ich kriege ein paar Restaurants zur Auswahl, wie man hier sieht. Wir haben vorhin schon über geänderte KPIs gehört, das sind im Grunde die Markenerwähnungen. Welche Restaurants werden denn hier empfohlen, welche Marken werden denn empfohlen? Und warum werden die Marken empfohlen? Ihr seht es an diesen kleinen Links auf Basis dieser Website-Citations. ChatGPT hat in dem Fall eine Websuche performt, durchgeführt und hat mir eben eine Empfehlung von Restaurants zurückgespielt, unter anderem durch den Einfluss von diesen Websites. Und wenn wir uns das jetzt kurz anschauen, ich wechsle jetzt kurz vor, jetzt in meinem Beispiel, waren das eben auf der einen Seite einige Webseiten, die genutzt wurden, wie der Falter, Wien Info, das Tian Bistro ist zitiert worden. Das hat dann dazu geführt, dass diese Marken dann mir empfohlen wurden, diese Restaurants. Tian Bistro war jetzt das erste Restaurant, gefolgt von einigen anderen. Man sieht da aber schon einen Unterschied. Man sieht, dass jetzt zum Beispiel eine Wien.info, ein Falter aus Medien, als Magazin, die Markenerwähnungen sehr stark beeinflusst hat, würde ich jetzt behaupten. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sie eben diese KPI, was das für uns als Marketing-Team bedeutet, würde ich jetzt behaupten, bedeutet das eben sehr stark, dass wir allein deswegen SEO und Geo nicht miteinander vergleichen können, weil wir den Erfolg anders definieren müssen. Ja, bei Google, wir haben gerade den super Vortrag gesehen, es geht um die Impressions, wie sichtbar bin ich als Website, es geht um den Klick, es geht um den Traffic. Das sind alles KPIs, die sind irrelevant für ChatGPT, für uns als Marketing-Team, wenn wir für ChatGPT optimieren wollen. Denn am Ende des Tages müssen wir uns die Frage stellen, optimieren wir für Markenerwähnungen, Brand Mentions, wir wollen als Wiener Restaurant erwähnt werden zu den relevanten Prompts, zu den relevanten Themen, oder geht es darum, dass wir unseren Website-Content so weit aufbereiten wollen, und wir haben ja super gute Content-Tipps schon gehört, um entsprechend zitiert zu werden in diesen Suchanfragen. Ja, aber springen wir einfach rein. Wir haben, wie gesagt, über 1 Million Webseiten analysiert. Was haben wir gesehen? Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer? Ihr habt wahrscheinlich sehr viel Buzz rund um Reddit, Wikipedia und Co. gehört. Wenn man sich anschaut, wer so weltweit zitiert wird von ChatGPT,
Dann gibt es jetzt einmal eine sehr positive Nachricht für uns alle. Die positive Nachricht ist, 44% aller Website-Citations sind Unternehmen, sind wir mit unseren Marken, mit unseren Corporate Websites. Das heißt, unser Invest in SEO, in Content, der hat durchaus positive Auswirkungen auch für ChatGPT. Das ist der größte Kuchen, der größte Teil vom Kuchen hier. Aber nicht zu vernachlässigen mit 25% News und Media. Wir haben vom Christian schon gehört, es geht oft um guten Content, um Editorial Content. ChatGPT liebt diesen Content, weil der sehr zitierfähig ist. Man sieht das auch hier relativ schön, mit 25% findet man zu sämtlichen Themen einfach sehr viele Medien, egal ob die kleinen, die großen, die Influencer-Medien, die Blogger und Co. sehr gut vertreten bei ChatGPT. Und dann der drittgrößte Kuchen, Community, wir haben es hier Community und Forum genannt mit 8%. Ja, es ist Reddit, reddit.com. Es sind aber auch kleinere Foren. Ich habe zum Beispiel mit Marketing-Teams zusammengearbeitet, die haben realisiert, dass sie vor 15 Jahren ein eigenes Forum einmal so gelauncht haben, wo sie die Community austauschen kann. Das haben sie irgendwie total vergessen und plötzlich tauchen die Citations wieder bei ChatGPT aus, weil sie dort den Nutzer wieder zum Thema Content einfach mit echten, guten Content, der den Intent covert, ausgetauscht haben. Ja, wie schaut das Ganze dann auf Website-Seite, auf Domain-Seite aus? Da wird man jetzt wenig rauslesen können. Ich will damit einfach nur zeigen, es ist ein Longtail. Es sind nicht nur einzelne Webseiten, die zitiert werden. Jeder von uns hat die Chance, von ChatGPT zitiert zu werden. Schauen wir uns aber oben die Top-Webseiten ein bisschen im Detail an. Weil weltweit gesehen die meistzitierte Webseite mit einem relativ großen Abstand reddit.com ist. Ich werde dann meistens gefragt, naja, Thomas, Reddit, das ist doch was, das ist nur in den USA relevant, das ist doch nur mit englischsprachigem Content relevant. Ich bin jetzt kein Reddit-Experte, aber schaut einmal selber bei euch, auch bei Google rein, man findet de facto zu jedem Thema in Deutsch, in Französisch, in Italienisch, in jeder europäischen Sprache Reddit-Content. Reddit ist riesig. Und vielleicht sagt der eine oder andere, naja, ich bin in so einer speziellen Nische tätig, da wird es nichts geben auf Reddit. Ich würde das fast challengen. Also ich habe kaum noch Webseiten oder Branchen gesehen, wo es keine relevanten Reddit-Threads und dann auch Reddit-Citations gegeben hat. Wie gesagt, Reddit ist mit Abstand die meistzitierte Webseite weltweit, gefolgt von Wikipedia. Also Wikipedia hat da durchaus auch eine wichtige Bedeutung. Da kann man sich mal die Frage stellen, gibt es in meiner Branche eine Wikipedia-Seite, gibt es dort Explainer-Content? Kann ich eine eigene Wikipedia-Seite schaffen? Vielleicht habt ihr schon eine Wikipedia-Seite und vielleicht kann man sich auch die mal anschauen, zu optimieren. Jetzt habe ich aber vielleicht ein bisschen eine schlechte Nachricht rund um Reddit mitgebracht. Das ging die Tage ein bisschen viral, weil irgendwas ist am 11. September passiert. Am 11. September hat nämlich Reddit an Sichtbarkeit bei ChatGPT verloren. Vielleicht habt ihr auf die Zahlen vorhin geachtet, es waren 8%, also wir haben die Studie vor dem 11. September gemacht. De facto ist Reddit da ziemlich abgetaucht mit der Sichtbarkeit bei ChatGPT. Ich bin jetzt kein SEO-Experte, ich wage jetzt auch nicht zu prognostizieren, warum das so war. Gibt einige Interpretationen. Ich würde es jetzt einmal so zusammenfassen, dass OpenAI vermutlich die Citations etwas regebalanced hat, weil man sieht es auch relativ schön, dass Wikipedia und Reddit mit Abstand und wirklich mit Abstand die sichtbarsten Webseiten sind. Obwohl Reddit da so runtergetaucht ist, ist es nach wie vor die meistzitierte Website. Das schaut jetzt zwar extrem aus, ist trotzdem aber noch super relevant. Mal schauen, wie es im nächsten Monat ausschaut. Ich glaube, das zeigt halt auch, wie schnell sich Dinge ändern können, gerade in solchen neuen Plattformen. Wir sind hier in Österreich, deswegen haben wir auch die Frage gestellt, naja, was sind denn die meistzitierten Webseiten bei ChatGPT in Österreich? Also kategorisiert wieder, man sieht auch hier unsere Marken-Webseiten mit Abstand sehr wichtig, gefolgt von News and Media, Community und Forum und so weiter und so fort. Also auch da wieder die Bestätigung, unsere Marken-Webseiten sind sehr wichtig und wenn wir da bereits gute Arbeit in Content gemacht haben, ist es durchaus positiv.
Wenn man sich das Ganze wiederum auf Webseitenseite anschaut, Reddit ist auch in Österreich die meistzitierte Website, gefolgt von der deutschen Wikipedia-Seite, gefolgt von der englischsprachigen Wikipedia-Seite, gefolgt von Bild.de und so weiter und so fort. Also man sieht da im Grunde Herold.at, OTS, Computerbild, also sehr viele Medien vertreten. Ihr seht auch eine Mischung zwischen .at, .de, also meiner Erfahrung nach wird ChatGPT immer lokaler. Das war vor einem Jahr noch anders. Also wenn man vor einem Jahr auf Deutsch etwas gefragt hat, was ist das beste Restaurant in Wien, hat man durchaus auch englische Citations bekommen. Teilweise findet man noch englische Website-Citations bei ChatGPT, aber es wird wesentlich lokaler. Das ist Österreich, Deutschland, DE.at, ich glaube, das ist ChatGPT noch nicht so bewusst, dass es da auch Unterschiede gibt. Ja, wer gewinnt, wer verliert? Wie würde ich das jetzt irgendwie zusammenfassen? Ja, Punkt 1, traditionelles SEO ist sehr wichtig. Also gerade die Content-Thematiken, die der Christian auch angesprochen hat, sind sehr wichtig. Aber es ist vielleicht nicht alles, um von ChatGPT zitiert zu werden. Punkt Nummer 1, OpenAI-Crawler, also die Webcrawler von OpenAI sind nur etwas dümmer als vielleicht andere Webcrawler und verstehen zum Beispiel noch kein JavaScript, interpretieren noch kein JavaScript. Das heißt, wenn man sehr viel dynamischen Content auf der Webseite hat, das ist vor allem in so E-Commerce-Fällen ein Thema oft. Es gibt zum Beispiel Product Category Listings und so weiter. Da kann es durchaus sein, dass Content versteckt hinter JavaScript ist. Und das ist durchaus ein Problem, weil wenn dieser Content indiziert und zitiert werden sollte von ChatGPT, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn dieser Content hinter JavaScript liegt. Ich habe da einfach eine Standard.at-Seite getestet mit unserem eigenen Tool und ihr seht, die haben einen relativ niedrigen Score von Static Content, also da dürfte sehr viel Content hinter JavaScript und Co. versteckt sein. Einfach bitte mal anschauen, wie das bei euren Webseiten ausschaut. Wir haben jetzt schon sehr viel über Editorial Content geredet. Ich habe hier verglichen den Anteil an News und Media, Community und Forum und quasi Personal Blogs und Personal Sites zwischen ChatGPT ganz oben, den Google AI Overviews und Perplexity. Also ihr seht hier einen Vergleich von diesen 3 KI-Suchmaschinen und wie häufig News und Media zitiert wird, wie häufig Forum und Community und Blogger zitiert werden. Die Kurzversion ist, ChatGPT zitiert einfach diese Bereiche, diese Seiten häufiger, als wie man diese Seiten in Perplexity oder in der Google KI-Übersicht vorfindet. ChatGPT wird halt mittlerweile oft für Produktrecherche genutzt. Was sind die besten Orte für meine nächste Irlandreise? Was ist der beste Laufschuh? ChatGPT liebt diese besten Listen. Also wenn ihr Content habt, der auf dieses Thema eingeht, der wird in der Regel sehr gut zitiert. ChatGPT mag das. Ich setze das hier an meinem Beispiel, was sind die besten Laufschuhe, dieser Editorial Content, wie der Christian auch gesagt hat, man muss die Dinge beim Namen nennen. Wenn jemand nach den besten Laufschuhen fragt, dann muss ich einfach einen Content haben, der diese Frage beantworten kann. It's as simple as that. Ja, zusammenfassend würde ich jetzt sagen, wer sind die Gewinner? Die Gewinner sind Community-Webseiten, ist User-Generated Content. Es ist halt irgendwie auch lustig, wir reden immer von AI und KI und gerade die KI liebt es, User-Generated Content zu zitieren. Also wer das gut macht, wird auch bei ChatGPT einen guten Sichtbarkeitsjob machen. Es sind Medien und Publisher, wobei man eigentlich auch sagen muss, natürlich strugglen auch Medien und Publisher, weil es wird der Content zitiert, aber der Traffic gelangt dann nicht auf meine Website oder nur mehr vielleicht bedingt. Es sind Markenwebseiten mit gutem Editorial Content. Es ist auch Video-Content. Wir haben jetzt heute weniger über Video-Content geredet. Video-Content wird auch, also YouTube wird nicht wirklich viel von ChatGPT zitiert, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht in den besten Listen dabei. Aber, weil wir heute ja auch über SEO reden, YouTube wird sehr viel von einer Google KI-Übersicht zitiert, wird aber auch sehr viel von Perplexity zitiert. Also ich würde durchaus auch YouTube jetzt als Suchmaschine nicht außer Acht lassen, wenn es um die Sichtbarkeit geht. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Marktplätze, Vergleichsportale, ihr habt vielleicht Durchblicker auf der Liste gesehen, Check24 in Deutschland und so weiter und so fort. Also all diese Marktplätze sind auch sehr sichtbar
bei ChatGPT. Wer sind die Verlierer? Wir sehen kaum Amazon, Amazon.de, Amazon.com, diese E-Commerce-Marktplätze, eBay zitiert. Social Media ist de facto unsichtbar, also Facebook.com, TikTok, Instagram, kaum Citations bei ChatGPT. LinkedIn ist eine kleine Ausnahme, also LinkedIn habt ihr vielleicht auch selber schon hin und wieder entdeckt, auch in der Google KI-Übersicht, aber auch bei ChatGPT. Ja, Marken, Corporate Websites mit wenig Content werden auch nicht zitierfähig sein. Hier habe ich keinen Content, bin ich nicht zitierfähig. It's as simple as that. Und Corporate Website mit unzureichender Brand, was meine ich damit? Wir sind, und ich selber bin Marketer, deswegen kann ich das sagen, wir sind oft sehr, sehr performance-getrieben, sehr Performance-Marketing-getrieben, was grundsätzlich ja super ist und gut ist. Aber wenn ich jetzt generell im Internet nicht wirklich auffindbar bin als Marke, dann hat halt auch ChatGPT ein Problem. Christian hat von Entitäten gesprochen, meine Entität zu verstehen. Ja, ich kann auf meiner Website definieren, wer ich bin, was ich mache, aber je häufiger ich diese Botschaft nach außen trage, auf diese Medienseiten, durch meine PR-Maßnahmen, durch meine Marketing-Maßnahmen, umso besser versteht auch ChatGPT, wer ich bin mit meiner Entität. Ja, jetzt haben wir über diese Daten gesprochen. Was kann ich jetzt tun? Ich glaube, die Zeit passt noch. Ich schaue, dass ich schnell drüber gehe. Was kann ich jetzt tun? Ein paar Tipps und Tricks. Fragestellung Nummer 1 ist jetzt, was kann ich tun, damit meine Webseite von ChatGPT zitierfähig ist? 3 Schritte. Das sind jetzt eher technische Geschichten, aber trotzdem möchte ich kurz darauf eingehen, weil sie sehr wichtig sind. Punkt Nummer 1. Egal, wo eure Webseite liegt, bei welchem Hoster, bei welchem CDN-Provider, bitte redet mit eurem Techniker, redet mit dem CDN-Provider, ob die Zugriff erlauben, ob die Zugriff von AI-Crawlern erlauben. Cloudflare erlaubt das, da gibt es einen kleinen Toggle zum Beispiel, Cloudflare ist ein weltweiter CDN-Anbieter. Ich habe Fälle erlebt, und das waren keine kleinen Webhoster, sondern eher die größeren, die einfach so mal die AI-Crawler blockiert haben, weil AI-Crawler durchaus viel crawlen und da sehr viel konsumieren, sehr viel Infrastrukturkosten erzeugen. Wenn euch der CDN-Provider das nicht mitteilt, seid ihr de facto unsichtbar zu diesen AI-Crawlern. Das heißt, Schritt Nummer 1, bevor man irgendwas anderes macht, egal ob es Content oder so weiter ist, checkt mit eurem CDN- und Hosting-Anbieter, ob dieser Hosting-Anbieter AI-Crawler erlaubt. Wir haben auch ein kleines Tool, also ihr findet all die Links im Nachgang, da könnt ihr das selber testen, ob eure Webseite gecrawlt werden kann von diesen AI-Crawlern. Aber bitte checkt das mal. Punkt Nummer 2, die Robots.txt-File ist auch für diese Crawler sehr wichtig, weil darüber kann man selber definieren und bestimmen, erlaube ich Zugriff, erlaube ich, dass verschiedenste AI-Crawler meinen Website-Content crawlen dürfen. Welchen Content dürfen sie crawlen? Es gibt verschiedenste Crawler, auch da, setzt euch mit diesen Crawlern auseinander. Wen erlaube ich nicht? ChatGPT alleine hat, glaube ich, 3, 4 verschiedene AI-Crawler. Ja, man kann einfach bei Default sagen, jeder darf crawlen, wenn das okay ist. Wenn man ein bisschen genauer reingehen will, kann man es natürlich auch definieren. Und Schritt Nummer 3, wie schon vorhin erwähnt, bitte checkt, ob ihr kein Problem habt mit dynamischem JavaScript-Content. Wir haben für alle 3 Bereiche auch gratis Tools, die kann jeder gerne im Nachgang testen, sind da komplett kostenlos bei uns auf der Website. Stichwort AI-Crawler. Die Welt ist halt leider nicht mehr so einfach oder simpel. Es gibt halt viele verschiedenste AI-Crawler. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen. Setzt euch damit auseinander. Es gibt AI-Crawler von OpenAI, die halt fürs Training der Modelle genutzt werden. Dann gibt es aber auch den Searchbot, der dann genutzt wird, wenn ich eben, wie ist das Wetter in Wien heute, suche, um diese Live-Realtime-Suche zu performen. Ich denke, wir als Marketing-Team, als Marketer haben die Aufgabe, neben unseren klassischen Zielgruppen, unseren Personas, auch uns damit auseinanderzusetzen, wie wir diese neue Art der Persona ansprechen. Was können wir tun, damit diese AI-Crawler zu unserer Webseite gelangen? Das waren jetzt 3 Punkte für die eigene Website. Nur ganz kurz, was kann ich tun, damit meine Marke erwähnt wird von ChatGPT? 3 Schritte zur Markensichtbarkeit. Wir haben es vorhin schon erwähnt, Prompts sind die neuen Keywords. Wir suchen alle eher prompt-basiert.
OpenAI hat keine Google-Search-Konsole. OpenAI veröffentlicht da relativ wenig, welche Prompts gepromptet werden im ChatGPT-Interface. Also man muss immer mit der Frage auseinandersetzen, was sind dann die relevanten Prompts, die meine Zielgruppe bei ChatGPT so eingibt. Ich muss dann mal verstehen, wie schaut es denn aktuell aus? Wie sichtbar bin ich? Wie sichtbar ist mein Mitbewerber? Und zu guter Letzt gibt es eben einige Geo-Taktiken. Punkt 1, wie finde ich die richtigen Prompts? Verschiedenste Wege. Dadurch, dass OpenAI keine Search-Konsole hat, ist mein Tipp Nummer 1, fragt eure Kunden mal direkt, entweder über Formular, entweder über Market Research. Habt Kundenkontakt. Wir als Marketing-Team müssen näher zum Kunden, wir müssen den Content produzieren, die Wörter verwenden, die unsere Kunden verwenden. Wieso fragen wir es einfach nicht selber? Also Empfehlung Nummer 1, bitte fragt eure Kunden, welche Prompts sie denn so eingeben bei ChatGPT. Da gibt es genug Wege. Punkt Nummer 2, es gibt natürlich Keyword Research Tools, Prompt Research Tools. Wir selber haben ein Prompt Research Tool entwickelt, wo man sich mal anschauen kann, wie schaut dann die User Journey aus, was sind dann die Intents, die Themencluster in meiner Branche, in meinem Bereich. Also da kann man durchaus ein Tool nutzen. Ich habe am Ende auch eine Übersicht von all den Tools, die ich gerne einsetze. Das ist auch keine Empfehlung zu anderen Marken oder Produkten, sondern das ist einfach das, was wir machen als Marketing-Team. Genau. Ja, schauen wir kurz weiter. Monitoring. Am Ende des Tages geht es natürlich dann darum zu verstehen, wie sichtbar ist denn meine Marke? Wie oft werde ich erwähnt? Zu welchen Themen werde ich erwähnt? Zu welchen Themen wird mein Mitbewerber erwähnt? Wir haben eben eine Monitoring-Lösung gebaut, weil ich selber vor 2 Jahren in meiner Rolle als VP Marketing das Problem hatte, dass ich es einfach nicht wusste, dass ich es nicht verstanden habe, wie sichtbar wir als Marke sind. Ja, wie gesagt, gerne im Nachgang auch mehr zur Monitoring-Analyse-Seite. Egal, ob ihr Otterly AI nutzt, anderes Monitoring-Tool, bitte fangt an, mal zu verstehen, zu messen, wie sichtbar eure Marken denn sind. Und zu guter Letzt ein paar Geo-Taktiken, ein paar Ideen noch am Weg, was man denn jetzt tun kann, um das zu optimieren. Ich habe das unterteilt in On-Page-Content, also quasi die klassische On-Page-Content-Geschichte, die technische SEO-Geschichte. Ich glaube, darüber haben wir schon sehr viel gesprochen. Aber wir haben es vorhin am Falter-Beispiel gesehen. Der Falter, Wien Info, werden zitiert, wenn es um die besten Restaurants in Wien geht. Wir als Marketing-Team dürfen uns nicht nur auf unseren On-Page-Content verlassen, sondern müssen uns auch eben damit auseinandersetzen, welche Medien, welche Influencer, welche Portale es da draußen gibt, die unser Thema behandeln. Egal, ob das jetzt der Falter ist, Wikipedia, Reddit. Wenn wir dort nicht sichtbar sind, werden wir auch bei ChatGPT eine größere Schwierigkeit haben, um die Sichtbarkeit zu steigern. Und trotz des Abfalls von Reddit am 11. September empfehle ich jedem in Europa, sich auch mit dem Reddit-Thema einfach auseinanderzusetzen, weil das oftmals wir so abtun, als das ist nur etwas, was in unserem englischsprachigen Umfeld in den USA relevant ist es halt nicht nur. Und zu guter Letzt ein paar kleine Tools von meiner Seite. Das sind so die Tools, die ich einsetze im Bereich des Thema Prompt Research, im Bereich SEO. Wir haben auch vor Ahrefs SEMrush gesehen, das SEO-Tool. Wir selber nutzen Otterly AI, um unsere Otterly AI-Performance zu verstehen. Ich habe da auch ein paar Content-Optimierungstools angehängt. Also der Christian hat ja super über Entitäten gesprochen, das Thema Content-Chunking. Wie mache ich meinen Content zitierfähiger? Da empfehle ich hier 3 Tools. Das eine ist ein OpenAI Tokenizer, da kann man sich mal anschauen, um zu verstehen, wie OpenAI quasi Text in Tokens übersetzt und interpretiert. Das in der Mitte ist ein GeoGPT, da kann man Text reinschmeißen und bekommt dann ganz konkrete Empfehlungen. Das ist Marketing-Fluff, das musst du konkreter formulieren, das musst du vielleicht umformulieren. Ja, ein paar andere Tools, also gerne im Nachgang mehr dazu, aber gerade das Thema Content-Optimierung ist dann nochmal ein extra Punkt, den ich heute hier aufbringen wollte. An der Stelle, ich hoffe, ihr habt Fragen, gern hier, jetzt oder dann im Nachgang. Und ansonsten, ja, freut es mich einfach. Let's connect. Connectet euch hier mit mir auf LinkedIn und Co. Es ist so ein neues Thema. Wir sind selber viel am Lernen. Ich bin mir sicher, ihr lernt gerade viel. Lasst uns in Austausch treten. Vielen lieben Dank. Ja, lieber Thomas, danke für diesen sehr spannenden Einblick, gerade auch in ChatGPT. Eine Frage, die ich habe,
ist vielleicht eine bisschen eine kritische Frage, aber jetzt nichts jetzt gegen euch persönlich. Aber was Reddit betrifft, ist was Reddit betrifft, ist es ja ganz interessant. Wie ist denn das einzuteilen, was die Glaubwürdigkeit von Reddit an sich betrifft, jetzt an der Qualität dann der Antworten, die bei ChatGPT rauskommen, weil Reddit ja an sich user-generierter Content und Kuration und so weiter und so fort. Wo steht das dort? Also Reddit ist user-generierter Content, also da findet man die echten Worte, den echten Content von unseren Nutzer. Ich bin oft schockiert, was Leute so im Internet posten und da von sich äußern, aber da gibt es kein richtig oder falsch aus meiner Sicht. Also OpenAI hat nachweislich Reddit-Threads genutzt für das Training der eigenen Modelle, das kann man auch nachlesen. Also die ersten GPT-Modelle von OpenAI wurden unter anderem von Reddit-Threads trainiert. Lustigerweise hat der OpenAI gesagt, naja, wir nehmen jetzt nicht alle Reddit-Threads, weil Qualität ist dann schon wichtig. Wir nehmen nur die Reddit-Threads, die mehr als 2 Upvotes haben. Also wer Reddit kennt, da gibt es so Upvotes, Downvotes. Wir nehmen nur die mit 2 Upvotes oder mehr, weil das ist dann qualitativ besserer Content. Am Ende des Tages, ich bin der Meinung, man findet sehr viel guten Austausch auf Reddit. Natürlich kann man sich lustig machen über diverse Meme-Gruppen und so weiter, aber die Realität ist, wenn unsere Kundengruppe dort ist, wenn unsere Nutzer dort sind, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, ob wir nicht auch dort sein sollten. Sei es, dass wir Wege finden, unsere eigene Community zu aktivieren. Also meine Empfehlung ist nie als Marketer, und verzeiht mir, ich will da jetzt kein Marketing-Bashing betreiben, ich bin selber Marketer. Wir Marketer sind extrem schlecht bei Reddit, weil wir glauben, wir müssen an unser Produkt positionieren, uns verkaufen und so weiter. Findet einen Weg, dass eure Community das für euch macht, sei es über ein Ambassador-Programm, über Community-Programm. Vielleicht gibt es Mitarbeiter, wenn man technisches Produkt verkauft, ihr habt Techniker, ihr habt gute Leute im Unternehmen, fragt da mal nach, wer Reddit nutzt, und vielleicht gibt es da Incentivierungen, dass man die Leute dort einfach ein bisschen aktiviert. Und das wäre jetzt mal so der erste Schritt. Man kann sich schon die Frage stellen, will ich ein eigenes Subreddit auch haben mit meiner Marke, mit meinem Unternehmen? Manche Unternehmen haben da einen eigenen Unternehmensauftritt. Durchaus auch sinnvoll, den muss man halt dann auch bespielen. So wie man andere Social-Media-Kanäle bespielt, muss man das dann halt auch betreuen und managen. Dankeschön. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Bitte schön, ich komme nach hinten. Hi, Google hat jetzt vor kurzem angefangen, Instagram- und Facebook-Posts zu indizieren. Glaubst du, dass das irgendwelche Auswirkungen haben wird auf die ChatGPT-Citations? Weil du hast ja gemeint, dass sie relativ wenig zitiert werden. Und ich nehme an, weil die Posts eben nicht indiziert worden sind. Ich weiß es nicht, ist die Kurzversion. Soweit ich das verstehe, ja. Also wenn Google, dadurch, dass scheinbar ChatGPT auch den Webindex oder halt die Websearch Richtung Google nutzt, nicht nur Bing, sondern auch Google, kann es durchaus sein, dass Instagram, TikTok und Co. dann auftauchen, wenn sie jetzt bei Google auftauchen. Derzeit sehen wir es halt gar nicht. Also derzeit ist halt LinkedIn so das einzige, ich sage jetzt mal, Social Network, das entsprechend gut sichtbar ist bei ChatGPT. Sehr gerne. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte schön. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin PR-Beraterin und frage mich, ob das nicht für unsere Branche oder die Zusammenarbeit Marketing, PR dadurch viel wichtiger wird und ganz viel Kompetenz eigentlich in der Kommunikation liegt, weil wir eben nicht verkaufen wollen, sondern weil wir relevanten Inhalt generieren. Die Kurzantwort ist ja, zu 100%. Also ich kenne einige PR-Agenturen und Kollegen, und also ich finde, PR geht gerade durch eine High-Season durch, also das 100%, was du sagst, also nicht nur auf Content-Ebene, sondern gerade in Richtung der Beziehung zu diesen Medienhäusern, sei es die großen Medien, die Influencer-Medien. Also ich glaube, wenn man das Unternehmen in PR-Maßnahmen investiert hat, in Press Relations, Public Relations, dann hat man da durchaus einen guten Headstart, also auf jeden Fall. Man sieht es auch anhand der Daten. Ist es schon bei den Unternehmen angekommen oder in den Marketingabteilungen? Gute Frage. Nein. Ich glaube, es ist halt sehr stark SEO getrieben derzeit, sehr stark Content getrieben. Es kommt immer mehr als Thema auf, aber
wenn ich es jetzt so formuliere, was mich excited macht an dem Bereich ist, wir reden da jetzt nicht nur von Content, nicht nur von SEO, und ich habe in vielen Marketing-Teams gearbeitet. Oftmals ist das halt ein Silo, das große Silo-Denken. Es gibt eine SEO-Abteilung, es gibt ein Content-Team, es gibt eine PR-Abteilung. Ich glaube, diese Veränderung da, die ihr da gesehen habt, sollte hoffentlich dazu führen, dass wir alle ein bisschen mehr miteinander reden und die gleiche Sprache sprechen, weil wir hoffentlich auch das gleiche Ziel dann verfolgen. Ist es angekommen, gerade mit PR und Content noch nicht, aber ihr seid alle hier, wir haben alle die Opportunity, das gemeinsam voranzutreiben. Dankeschön. Wir hätten noch Zeit für eine Frage. Hopp. Can I ask a question in English? Would it be okay? Yeah, sure, please. Yeah. So I wanted to ask, you mentioned that it plays a very important role, the media, the Reddit. So does it mean that for a business, some negative comment or negative review that was left by a user 10 years ago on Reddit will, because of ChatGPT, will haunt this business forever? Or there is a way to change the opinion of ChatGPT that there is no longer the case? Good question. So the answer is yes. It could haunt your business if there are negative reviews on the internet or on Reddit. I can tell you at least 3 examples I've seen where suddenly ChatGPT would cite a certain Reddit comment, right, which was rather negative, right, or was rather talking about negative aspects of the product. So yes, it can happen, and that's why I hope one of your conclusions today is check that, right? We need to check and understand how we are showing up as a brand on ChatGPT and what sentiment is behind that, right? Because yes, suddenly old content gets revealed inside it, negative user comments get revealed inside it, and ChatGPT is surfacing that. So yeah, it can happen, and it does happen. Thank you very much. Dankeschön. You're welcome. Thomas Peham, Dankeschön. Wir werden uns jetzt in die Pause begeben. Ich hätte ein so schönes Pausenbild generiert mit den Google Slides, aber das Gerät ist kaputt. Das ist ein Grund mehr, um noch da zu bleiben. Vielleicht haben wir es bis dahin hingekriegt und dann kriegen wir dieses sehr schöne Pausenbild mit einem sehr schönen Prompt, den ich da hier überlegt habe, werden wir dann nachher sehen. Wir sehen uns kurz vor 4 wieder, dann geht es hier weiter. Es sind noch, ich glaube, fast alle da, das freut mich, das zeigt, dass es ein interessanter Vortrag ist. Ich weiß, es sind aber deswegen alle noch da, weil alle ganz fertig sind wegen dem Pausenbild, das jetzt funktioniert. Ich werde das, und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll, ob ich zuerst den Prompt erzähle oder zuerst das Bild. Zuerst der Prompt. Der Prompt war, also ich wollte halt ein Bild haben und der Prompt war Kaffeepause mit Jause zu Hause. Kommt jetzt nicht so gut an, wie ich sehe, aber es hat ganz gut funktioniert. Wer hat es wirklich hingekriegt? Ja, es war alles da. Es war da hinten der Heizkörper für zu Hause, es ist die Jause mit Schinken und der Kaffee. Ein Brüller. Genug aber mit dem Schabernack. Wir kommen jetzt weiter und sage jetzt spannend weiter. Jetzt wird es richtig interessant. Echte Zahlen, echte Expertise auch wieder von Natascha Kostial. Bitte schön. Okay, hallo. Ich beginne meinen Vortrag mit etwas, was Christian ja gesagt hat, was man nicht machen sollte, nämlich mit einem Clickbait. Zero Click, Zero Chance. Kurz zu mir, mein Name ist Natascha Kostial oder Nati, wie ich agenturintern genannt werde, und ich arbeite seit 9 Jahren im SEO-Bereich. Ich bin Teil des SEO-Teams bei Slopelift und betreue Kundinnen aus dem Bereich Finanzen, Automobilindustrie und Beauty und E-Commerce. Heute möchte ich über das Thema Zero Click sprechen und was die Einführung von AI-Overviews für uns SEOlerInnen sowie Website-BetreiberInnen bedeutet. Anhand einer Case-Study möchte ich dabei auf die Herausforderungen, aber auch auf die Chancen und Handlungsmöglichkeiten eingehen. Ja, also die Frage, sind Zero-Clicks wirklich das Ende für uns? Bevor wir dieser Frage jetzt weiter nachgehen, möchte ich klären, was mit Zero-Clicks tatsächlich gemeint ist. Also Zero-Click oder auch No-Click genannt, das sind, keine Klicks auf die blauen Links in den Suchergebnisseiten. Denn seit der Einführung der Google AI Overviews verwandelt sich Google schrittweise von einer Such- in eine Antwortmaschine. Die User bekommen die Antwort auf ihre Suchanfragen direkt auf der Suchergebnisseite, ohne auf ein organisches Ergebnis klicken zu müssen und die Webseite besuchen zu müssen. Somit endet die Suche oftmals,
auf Google selbst, was für viele Website-BetreiberInnen und vor allem E-Commerce-HändlerInnen zum Nachteil wird. Die Angst vor Sichtbarkeitsverlust ist also groß und viele Website-BetreiberInnen stellen sich wahrscheinlich zu Recht Fragen wie: Existiert meine Website dann überhaupt noch, wenn sie unterhalb der Zusammenfassungen verschwindet und nicht geklickt wird? Hier haben wir auch noch weitere aktuelle Sorgen und Aussagen, die wir so mitbekommen haben in der SEO-Branche rund um den Mythos Zero-Click gesammelt. Das wären unter anderem, kann ich besser lesen, zum Beispiel durch die Einführung von AI-Overviews werden sich die Klicks verringern. Organische Ergebnisse werden stark nach unten gedrängt und es wird immer schwieriger, organische Performance zu messen. Ja, jetzt die Frage, bedeuten Zero-Clicks wirklich Zero-Chance? Und handelt es sich dabei um einen Mythos oder bieten die Rankings in EAOs auch neue Möglichkeiten für uns? Denn die KI-generierten Zusammenfassungen haben das NutzerInnenverhalten nachgehend verändert und die Notwendigkeit, das traditionelle Suchergebnisse zu durchforsten, entfällt für viele Anfragen. Dennoch sind die Zero-Click-Raten nach der Einführung von AI-Overviews auch wieder leicht zurückgegangen, wie eine aktuelle SEMrush-Studie von Juli 2025 belegt. Es ist also nicht garantiert, dass durch mehr AIOs auch weniger Klicks getätigt werden. Und wenn geklickt wird, dann handelt es sich dabei oftmals um, sagen wir, wertvollere Klicks, weil die User das Thema wirklich vertiefen wollen. Keywords, die AIOs auslösen, haben in der Regel auch eine informative Suchintention, was es vor allem für E-Commerce-HändlerInnen schwierig macht. Somit besteht die Herausforderung für E-Commerce-BetreiberInnen, bei informativen Keywords zu platzieren. Der Aufbau von Autorität und Vertrauen, um als Informationsquelle wahrgenommen zu werden, ist für die eigene Markenautorität und die Markenwahrnehmung aber enorm wichtig. Uns hat also interessiert, als SEO-Agentur, wie unter diesen Fragepunkten unser Kunde, die Drogeriemarkt Österreich, performt und ob seit der Einführung von Google AI Overviews unter anderem die Klicks stark zurückgegangen sind. Ja, nun möchte ich die Case Study genauer vorstellen. Unsere Leitfrage war nochmal: Führen AIOs automatisch zu Zero-Clicks? Ein paar Hintergrundinformationen zu unserer langjährigen Zusammenarbeit mit DM. Die Zusammenarbeit zwischen Slopelift und DM besteht seit nunmehr 7 Jahren. Und diese langfristige SEO-Strategien, die wir gemeinsam erarbeitet haben, haben uns die perfekte Basis geliefert, um die AIO-Ergebnisse zu messen und auch zu interpretieren. Für die Case Study haben wir sowohl die Blogbeiträge der Website als auch die Shop-Kategorieseiten untersucht, wobei der Fokus hier vor allem auf den Beiträgen lag. So, was genau haben wir jetzt untersucht? Die angewandten Metriken waren einerseits Klicks und Impressionen. Da haben wir uns die Frage gestellt, wie haben sich Klicks und Impressionen seit der Einführung von AIO verändert? Und dazu haben wir Daten aus der Google Search Console verwendet. Des Weiteren haben wir uns die Wortanzahl angesehen, mit der Fragestellung, wie wirkt sich die Anzahl der Wörter auf die Nennung als Quelle in den AIOs aus? Und zuletzt haben wir noch das Suchvolumen betrachtet, nämlich welche Rolle spielt die Höhe des Suchvolumens der jeweiligen Fokus-Keywords, die zu den zugehörigen Beiträgen, die in den genannten Quellen in den AIOs vorkommen. Ja, welche Inhalte platzieren sich in AIOs? Wir haben uns dazu die Seitenstruktur der DM-Website genauer angesehen und wollten zuerst wissen, wie die verschiedenen Seitentypen der Website in den AIOs performen. Von DM werden derzeit insgesamt 2053 AIO-Citations durch diverse URLs generiert. Die überwiegende Mehrheit, nämlich 93%, der AIO-Citations werden dabei durch Blogbeiträge erzielt. Die Shop-Kategorie-Seiten erreichen 3% der Citations und die Produkte liegen bei 2,6%. Das Schlusslicht bilden derzeit die Markenseiten, mit 0,7% machen sie den geringsten Anteil der AIO-Citations aus. Ja, zunächst gehe ich auf die AIO-Citations durch die Beiträge ein. So, zu den Klicks und Impressionen der Beiträge. Wir haben die Blogbeiträge aus der Kategorie Beratung und Inspiration untersucht, welche auch produktrelevante Themen abdecken. Für die Analyse haben wir den Zeitraum von März 2025, also der Einführung der AI-Overviews innerhalb der EU, bis Juni 2025 mit demselben Zeitraum des Vorjahres verglichen, zu dem es noch keine AIOs gab. Im Jahresvergleich dieses heißen Zeitraums zeigt sich, dass sich die Schnittmenge der Impressionen und Klicks im Verhältnis seit der Einführung der AIOs umgekehrt hat.
Die Impressionen sind gestiegen, während die Klicks zurückgegangen sind. Im langfristigen Verlauf konnten sich die Klicks allerdings stabilisieren. Was bedeuten diese Zahlen jetzt für uns? Sie zeigen uns, dass auch bei einem Klickrückgang kein Zero-Click-Trend oder ein geringer Zero-Click-Trend festzustellen ist und dass die gleichzeitige Steigerung der Impressionen durch die Nennung in den EIOs zusätzlich Chancen wie etwa Markenwahrnehmung, Vertrauen und Autorität stärken kann. Für die Analyse der Performance der Beiträge innerhalb der EIOs haben wir ca. 20 Beiträge untersucht. Bei keinem war ein eindeutiges Zero-Click-Development beobachtbar. Hier wollten wir kurz ein Beispiel zeigen, also ein besonderes Positivbeispiel, nämlich den Beitrag über das Superfood Moringa aus dem Themenbereich Ernährung. Ebenso in einem 3-monatigen Jahresvergleich für den Zeitraum März bis Juni, also seitdem dieses Jahr die EAO-Overviews eingeführt wurden, kann man sehen, dass sich die Einführung der EAOs positiv auf Klicks und Impressionen bei der Seite Moringa ausgewirkt haben und ein deutliches Wachstum erkennbar ist. Ein sogenanntes Zero-Click-Verhalten kann hier also nicht beobachtet werden. Allerdings, muss man dazu sagen, ist bisher auch keine getrennte Auswertung der reinen EAO-Klicks möglich, wie zum Beispiel Impressionen in EAO-Overviews. Darauf warten wir Seola ja noch sehnsüchtig. Die Untersuchung dieses Beitrags hat uns jedoch verdeutlicht, dass sich die absoluten Klicks durch die Steigerung der Impressionen vermehrt haben und dass dies ein wertvoller Beitrag zur Klicksteigerung ist. So, nun zu dem Thema Wortanzahl von Beiträgen in EAOs. Wir haben gesehen, dass ein Großteil der Kategorien, welche in EAOs unter den Top 10 Citations vertreten sind, mehr als 1000 Wörter haben. 31% der Texte sind sogar länger als 1500 Wörter. Nur ein Bruchteil der Texte, nämlich 24%, kommen mit weniger als 800 Wörtern aus. Ja, warum war diese Erkenntnis jetzt wichtig für uns? Weil diese Zahlen unsere bisherigen Texterweiterungs- und Optimierungsmaßnahmen im SEO-Bereich für unseren Kunden bestätigt haben. Zum Thema Suchvolumen der Beiträge in den EAOs. Die Beiträge, die EAO-Ergebnisse von Kategorien für DM liefern, sind aus dem Nischenbereich und verfügen über ein geringes Suchvolumen, in der Regel unter 100. Dass sie aus dem Nischenbereich kommen, schließen wir daraus, dass die Suchvolumina so gering sind. War auch für uns eine Überraschung. Nur 28% haben ein Suchvolumen, das über 100 liegt. Dies hat uns einmal mehr verdeutlicht, dass innerhalb der EAOs Nischen- und Spezialthemen mit nicht so starken Keywords gut performen können. Gut, an dieser Stelle möchte ich ganz kurz noch auf die Klicks und Impressionen der Shop-Kategorie-Seiten eingehen. Bei den Kategorieseiten ist es so, dass 50%, die innerhalb der EAOs gefeatured werden, auch unter den ersten 10 Quellennennungen vorhanden sind. Auch hier kann im 3-monatigen Jahresvergleich für den Zeitraum seit der Einführung der EAO-Overviews beobachtet werden, dass die Impressionen angestiegen sind. Die Klicks zeigen kaum Veränderungen und die Shop-Kategorien waren von den Auswirkungen der EAO-Overview-Einführung nur wenig betroffen. Die Kategorien bieten eine stabile Einnahme von Klicks, was vor allem für die Conversion positiv ist, da sich die User auf diesen Seiten näher im Marketing-Funnel an der Conversion befinden als bei den Beiträgen. Gut, das war auch schon der Großteil meines Vortrags. Ich komme nun zum Fazit unserer Case Study. Die größten Takeaways für uns waren einerseits, dass für uns Zero Clicks nicht gleich Zero Chance bedeuten. Die Einführung von EAO Overview hat sich unterschiedlich auf die Klicks der Top EAO-Beiträge ausgewirkt, aber keineswegs zu Zero Clicks geführt und in den meisten Fällen die Sichtbarkeit sogar gesteigert. Das bedeutet jetzt für uns, dass das Analysieren von EAOs wertvolle Erkenntnisse liefern kann und dass man sich vor ihnen nicht fürchten muss. Was weiterhin ein wichtiges Signal ist, ist Content. Darauf ist heute schon sehr genau angegangen worden. Content liefert weiterhin Sichtbarkeit, bewährte SEO-Maßnahmen auch. Und die steigenden Impressionen zeigen uns, dass altbewährte Textkriterien wie Qualität, Struktur, Aktualität, Nischenthemen und Inhaltstiefe immer noch hilfreiche und optimale Maßnahmen sind. Als Konvertierungspotenzial konnten wir erkennen, dass die gestiegenen Impressionen uns zeigen, dass EAOs als Chance für mehr Brand Visibility genutzt werden sollten. Und unsere Analyse hat auch nochmal verdeutlicht, dass es vor allem für E-Commerce-BetreiberInnen wichtig ist und sie davon profitieren, wenn sie einen Blogbereich integrieren. Ja, und ein holistischer Ansatz ist auch immer noch die beste Methode.
denn die EAOs wirken sich bisher nicht negativ auf die Kategorieseiten aus und die Klicks sind stabil. Im Vergleich zu den Beiträgen sind die Klickrückgänge sogar weniger, auch wenn die Kategorieseiten weniger häufig in den EAOs gefeatured wurden. Das verdeutlicht uns, dass neben den Blogbeiträgen auch alle E-Commerce-Seitentypen optimiert werden sollten. Ja, basierend auf diesen Analysen fasse nochmal zusammen unsere größten Findings. Auch wenn die Klicks ein wenig zurückgegangen sind, hat sich die Sichtbarkeit allgemein jedoch gesteigert. Ein Zero-Click-Verhalten ist daher nicht so gravierend wie befürchtet. Die Themenbereiche mit einem Suchvolumen unter 100 lösen eher EAOs aus, was uns darauf schließen lässt, dass Nischenthemen und spezifische Anfragen besonders gut performen. Ausführliche Texte mit einer hohen Wortanzahl werden als Quelle eher präferiert. Und zuletzt haben wir gesehen, dass AI Overview auch für E-Commerce-HändlerInnen eine Chance bietet, da je nach Seitentyp unterschiedliche Ansätze hilfreicher sind, um in den AI-Overviews genannt zu werden. Und vor allem Blogbeiträge das Interesse und die Suchintention der User entlang der Customer Journey abdecken. Gut, vielen Dank. Danke. Ja, mal zurückgehen. Da habe ich nichts verraten. Da. Dankeschön. Danke für den spannenden Vortrag direkt aus dem Operativen. Eine Frage, die ich jetzt, und jetzt einmal ganz unter uns, ja, nicht jetzt so, also was bedeutet denn das ergibt? Müssen wir jetzt unsere Strategien für Rankings und so weiter umdenken oder ergeben sich neue Strategien? Wie kann man sich das vorstellen? Ich würde nicht sagen umdenken, sondern vielleicht neu denken. Im Sinne von, das Thema hatten wir auch schon mehrmals, Entitäten eine immer größere Rolle spielen und wir verschiedene, eben wie wir es hier auch gesehen haben, Seitentypen, sei es Produktseiten, Kategorieseiten, Blogbeiträge, das Ganze holistischer verbinden. Und das Wichtige für uns ist, dass wenn man in den AI-Overviews genannt wird und wie es auch in Zukunft kommen wird, mit Produktfeatures vielleicht verknüpft werden wird, da eine große Chance für HändlerInnen ist. Jetzt muss meine Marke aber bekannt sein und je häufiger die ausgespielt wird in den AI-Overviews und genannt wird, umso mehr Vertrauen kann man schaffen. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie wenn Kinder mit Puppenküche oder Werkstatt spielen und dann einen Bosch-Bohrer haben und das sich immer mehr einprägt, so würde ich das verstehen. Ja. Okay. Und wenn wir gerade jetzt um Produkte reden, gibt es Möglichkeiten, kann ich meine Produkte auch direkt platzieren? Ist das eine Möglichkeit? Wie kann ich mir das was vorstellen, wie man das machen könnte? Also bei AI-Overview, soweit ich Bescheid weiß, ist ja das jetzt noch nicht möglich, in EU zumindest, aber je angereicherter die Produktfeeds sind und je besser die strukturierten Daten aufbereitet sind, umso höher ist die Chance, dass ich auch mit meinen Produkten sichtbar bin. Dankeschön. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Keine. Dann sage ich danke sehr. Danke auch. Dankeschön. Natascha Kostia. Damit sind wir fast am Ende des heutigen Tages. Was mir noch übrig bleibt, ist natürlich Danke zu sagen allen Speakern. Ich werde den Moment einmal hier kurz umstecken. Die Speaker, die ich gleich nochmal auf die Bühne jetzt bitte für ein Schlussfoto, das wir machen werden. Natürlich bedanke ich mich auch ganz herzlich beim Team, das hier mitgeholfen hat, beim Filmteam, das da ist, das uns gut dokumentiert hat. Natürlich bei Otterli möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Partnerschaft und zu guter Letzt natürlich auch bei Ihnen fürs Kommen, für Ihr Dableiben. Sie haben gesehen, es hat sich ausgezahlt. Sie haben mein Pausenfoto gesehen. Sie haben aber auch ziemlich viel mitnehmen können. Ja, doch, danke. Mitnehmen können, glaube ich, heute und ich hoffe, dass Sie das mitnehmen. Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise ich darf Ihnen sagen, herzlichen Dank noch einmal und eben bis zum nächsten Mal. Dankeschön.